Objektennummer SCP-020-DE, Klassifizierung Euclid. Sicherheitsmaßnahmen. SCP-020-DE wird auf einem Podium in einem schalldichten Raum aufbewahrt. Da das Singen von SCP-020-DE einen anomalen Effekt auslöst, ist es nur dem Personal mit der Zugangsberechtigung Level 3 oder höher erlaubt, den Raum zu betreten. Der Raum wird von 2 Mitgliedern des Sicherheitspersonals bewacht, zudem wurde dieser mit einer Überwachungskamera an der linken oberen Ecke des Raumes ausgestattet. Bei unterbrochenen Verzehrvorgängen von SCP-020-DE ist der Körper des Opfers mit Hilfe von Mitgliedern des D-Klasse-Personals zu entfernen. Beschreibung: SCP-020-DE ist ein aus Stein gemeißelter Kopf, dessen Maße 1 x 1 x 1 Meter betragen. Der Kopf besitzt eine sehr raue Oberfläche. Gesichtsfalten sind in Form von großen Rillen und Kerben vorhanden. SCP-020-DE ist in der Lage, seinen Gesichtsausdruck über einen längeren Zeitraum hinweg zu ändern. Dabei verändert sich die Form der Gesichtsfalten. SCP-020-DE ist in der Lage, bekannte Balladen zu singen. Beim Singen entfaltet sich der anomale Effekt von SCP-020-DE. So fühlt sich ein Zuhörer Aussagen nach erleichtert bzw. geborgen und hat das Verlangen, SCP-020-DE näher zu kommen. Wenn sich das Opfer nah genug an SCP-020-DE befindet, verfällt das Subjekt in einen Zustand, welcher der Schlafparalyse sehr nahe kommt. Das Opfer bleibt bei Verstand, kann sich jedoch nicht bewegen. Alle weiteren Aktionen führt SCP-020-DE nur durch, wenn jeglicher direkter Sichtkontakt mit SCP-020-DE abgebrochen wird. SCP-020-DE ist in der Lage, mehrere Personen gleichzeitig in den Zustand der Schlafparalyse zu befördern. Wenn die genannten Bedingungen erfüllt sind, beginnt SCP-020-DE mit dem Verzehr des Opfers. Dabei umhüllt sich SCP-020-DE in einen dichten Nebel und zerteilt sein Opfer in mehrere Teile. Wie SCP-020-DE das Opfer zerteilt, ist bis jetzt nicht bekannt. Das Opfer bleibt dabei bei Bewusstsein, wird jedoch zwanghaft der Sichtkontakt wiederhergestellt, stoppt SCP-020-DE sämtliche Aktionen seiner selbst. Das Opfer wird je nach Länge des Verzehrvorgangs blutend zurückgelassen und wird nicht mehr von SCP-020-DE als Speise in Betracht gezogen. Der Körper, ob lebendig oder tot, bleibt auf dem Boden liegen, bis er von den zugewiesenen D-Klasse-Personalmitgliedern entfernt wird. Das Opfer bleibt bei und nach der Unterbrechung des Verzehrvorgangs in dem paralysierten Zustand. Sämtliche Versuche, ein Subjekt aus dem Zustand der Schlafparalyse zu entfernen, sind bis jetzt gescheitert. Gesang von SCP-020-DE erscheint mit einer männlichen Stimme. Diese benutzt es sowohl zum Sprechen als auch zum Singen. Die Lippen von SCP-020-DE bleiben verschlossen. Der Ton hat eine hypnotisierende Wirkung. Jedoch hat dieser keine Wirkung auf den menschlichen Verstand, wenn er aufgenommen wurde. SCP-020-DE singt bekannte Balladen. Allerdings besteht der Gesang die allermeiste Zeit aus der Ballade Erlkönig von Johann Wolfgang von Goethe. Eigenen Aussagen nach kennt SCP-020-DE die Ballade von seinem Erschaffer bzw. dem Steinhauer. SCP-020-DE ist in einem gewissen Maße intelligent. So konnten mehrere Befragungen durchgeführt werden. Siehe 020-DE Befragung 1. Der ermittelte IQ beträgt 90 Punkte. Das Verzehren von Menschen scheint als Nahrungsaufnahme zu dienen. Jedoch zeigt SCP-020-DE keine Nebenwirkungen bei Abwesenheit von Nahrung. SCP-020-DE besitzt keinen Verdauungstrakt und scheidet keine Absonderungen aus. Wenn SCP-020-DE nicht dabei ist, ein Opfer anzulocken und zu verzehren, befindet es sich in einer Ruhephase. In dieser Ruhephase bewegt sich SCP-020-DE nicht und ähnelt einer regulären Steinskulptur. Auf der Rückseite des Kopfes befindet sich die eingravierten Wörter Vivien, Cecus Carneliana. Bei der Eingravierung handelt es sich um die lateinischen Wörter Cecus, was für Blinder steht, und Carneliana, was für roter Juwel steht. SCP-020-DE sagte aus, dass Vivien für den Namen seines Erschaffers steht und dass der Steinhauer eine Frau ist. Es wurde der Zusammenhang zwischen der Steinhauerin Vivien und dem Cecus Carneliana Kollektiv erstellt. So wird angenommen, dass Vivien eine anomale Gestalt ist. 020 Befragung 1. Befragung durchgeführt von Dr. Helber, Befragter SCP-020-DE. Befragung durchgeführt am 12. Juli 2000. Anmerkung: Das Interview wurde mit Hilfe von einem Mikrofon und Lautsprechern durchgeführt. Dr. Helber befand sich in einem Vorraum. Dr. Helber: Hallo SCP-020-DE. Wie geht es dir? SCP-020-DE. Hallo, gut. Könntest du mir bitte einige Fragen beantworten? Wird auch nicht lange dauern. Gerne.
Von wem wurdest du erschaffen? Ich wurde von Meisterin Vivien erschaffen. Sie hat mir das Leben gegeben. Könntest du für mich Meisterin Vivien beschreiben? Meisterin Vivien ist eine Steinhauerin. Sie macht Skulpturen. Sie hat mich erschaffen. Sie hat für mich gesungen. Seitdem singe ich die Lieder von ihr. Ich bin ihr sehr dankbar. Kannst du mir sagen, wie Meisterin Vivien äußerlich aussieht? Nein, Okay. Kannst du mir dann sagen, wann du geboren wurdest? ich weiß es nicht. Ich wachte einfach auf. Brauchst du etwas zum Leben? Essen, zum Beispiel. Ich folge nur meinen Instinkt. Verstehe. Weißt du, was du bist? Ich bin Meisterin Viviens Diener. Gibt es weitere Werke von Vivien? Keine Antwort von SCP-020-DE. Ist irgendwas? Verschwinde. Warum denn? Was ist los? Ich sagte verschwinde. Magst du es nicht, wenn man daran denkt, dass du nicht der einzige Diener von Vivien bist? Keine Antwort von SCP-020-DE. SCP-020-DE verweigerte sämtliche weitere Kooperation. Die Befragung wurde beendet. 020 Versuch Nummer 1. Datum 2000. Beschreibung: Bei dem Verzehrvorgang von SCP-020-DE wird dieser mit einer Wärmebildkamera aufgenommen und analysiert. Ergebnis: Die Aufnahmen zeigen, wie das Opfer in mehrere Stücke geteilt wird. SCP-020-DE befindet sich am Podest und zeigt keine Veränderungen vor. 020 Versuch Nummer 2. Datum 2000. Beschreibung: Der Nebel wird mit einem starken Ventilator verflüchtigt. Ergebnis: Bei der Verflüchtigung des Nebels stoppt SCP-020-DE den Verzehrvorgang. 020 Versuch Nummer 3. Datum 2000. Beschreibung: Es wird versucht, mit einer kleinen Drone in den Nebel vorzudringen und den Verzehrvorgang aufzunehmen. Ergebnis: Beim Eintritt der Drone in den Nebel verflüchtigt sich dieser. SCP-020-DE stoppt den Verzehrvorgang. 020 Versuch Nummer 4. Datum 2000. Beschreibung: Einem Mitglied des D-Klasse-Personals wird eine Mini-Kamera in die Haut im Armbereich implantiert. Die Kamera sendet jede aufgenommene Sekunde über eine interne Verbindung an ein Terminal weiter. Ergebnis: Das Mitglied des D-Klasse-Personals D verfällt in den Zustand der Schlafparalyse. Die Kamera zeigt die ersten 12 Sekunden des Verzehrvorgangs. Diese bestehen aus dem Zerreißen der biologischen Materie von D und dem Verschwinden dieser im Nebel. Nach der angegebenen Zeitspanne stoppt SCP-020-D den Verzehrvorgang. Es wird vermutet, dass hauptsächlich der Nebel für das Verzehren verantwortlich ist. Diese Theorie wurde bis jetzt nicht bestätigt.